Hi und willkommen zu This is My Architecture. Ich heiße Peter und mein heutiger Gast ist Philipp von Avato Systems. Schön, dass du da bist, Philipp. Ja, freut mich hier zu sein, Peter. Philipp, für den Einstieg, erzähl uns doch ein wenig über Avato Systems. Was macht ihr? Ja, Avato Systems ist ein Multi-Cloud-Service-Integrator. Das heißt, wir begleiten den Kunden auf dem Weg in die Cloud. Wir helfen ihm bei der Migration. Wir betreiben am Ende auch die Applikation, wenn er das möchte. Interessant. Das heißt, ihr macht verschiedene Projekte und du hast uns eines der Projekte mitgebracht heute. Genau. Was für eine Problemstellung löst das Projekt? Ja, letztendlich, wenn wir Applikationen auf AWS für unsere Kunden betreiben, dann stellt sich immer die Frage, wie monitoren wir diese Systeme. Und Applikationen bestehen häufig aus AWS-Plattformdiensten, sei es RDS, Load Balancer, CloudFront-Distributionen, als auch klassische EC2-Maschinen, häufig auch mit Autoscaling in Verbindung oder Containern. Und da stellt sich natürlich die Frage, in so einer dynamischen Umgebung, wie kann man das überwachen? Wie löst man dieses Problem? Denn wir wollen das natürlich 24/7 hochverfügbar betreiben können. Da brauchen wir eine robuste Monitoring-Lösung für. Interessant. Das heißt, ich verstehe, dass es dabei um eine Art der Überwachung, Überprüfung von System Gesundheit geht. Genau. Korrekt, okay. Vielleicht erklärst du uns ein wenig im Detail, was hier vorgeht. Genau, zunächst einmal muss man sagen, wir haben einen Management-Account, das ist also unsere Zentrale, wo wir letztendlich unsere Infrastruktur laufen lassen, um dieses System zu realisieren. Dann haben wir Kunden-Accounts, die da als Customer bezeichnet sind. Das können für einen Kunden auch mehrere Accounts sein. Vielleicht hat der für QA, der vom Port andere Accounts, das ist sogar üblich, oder vielleicht auch nach Applikationen aufgeteilt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir eine DynamoDB-Tabelle. Da speichern wir erstmal letztendlich die Stammdaten drin. Das heißt, welche Kunden haben wir, welche Account-IDs haben die. Und dann haben wir eine Discovery-Funktion. Diese Discovery-Funktion wechselt per IAM-Rollenwechsel in den Kundenaccount und schaut sich dort um. Also in so einem Kundenaccount kann es ja verschiedene Dinge geben. Ich schreibe mal ETC, es könnte jetzt eine RDS-Datenbank sein, es könnten ELBs sein und so weiter und so fort. Diese ganzen Informationen nimmt es und speichert die Informationen in der DynamoDB-Datenbank, sodass wir jederzeit wissen, welche Dienste laufen denn eigentlich in der Kundenumgebung. Okay, verstanden. Das heißt, an der Stelle wissen wir, was ist da. Wir wissen, welche Dienste der Kunde nutzt. Was passiert als nächstes? Ich sehe noch eine weitere Lambda. Genau. Diese Lambda-Methode, die Shaker-Funktion, die macht Folgendes. Die fragt die DynamoDB-Tabelle auch ab und fragt, welche Dienste gibt es und hat dort einen Zeitplan hinterlegt, um zu prüfen, sind die Dienste noch in Ordnung. Zum Beispiel ist die Fehlerrate beim Load Balancer hoch. Das würde es zum Beispiel prüfen, indem es auch wieder einen Rollenwechsel macht, per IAM in den Kundenaccount und dort letztendlich CloudWatch fragen würde und sagen würde, wie ist denn die Metrik dafür? Und genau, und es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel das SSL-Zertifikat, was wir prüfen würden. Da gibt es keine CloudWatch-Metrik für. Dafür würde es letztendlich einen API-Aufruf machen an die EC2-API und fragen, welches Zertifikat liegt davor, wie lange ist das gültig? Interessant. Die Daten werden bezogen, die Events werden erfragt. Ja. Die sind jetzt hier. Was passiert dann? Genau, aus jedem Service, aus jeder Prüfung dafür gibt es ein Event, der an SNS geschickt wird. Dort wird letztendlich hinterlegt, der Prüfung war erfolgreich oder war auch nicht erfolgreich, ist vielleicht im Warning-Zustand oder schon einem kritischen Zustand. Und das wird letztendlich an ein SNS-Topic geschickt. Diese Nachrichten werden dann genommen und an SQS weitergeleitet. Jetzt haben wir in einer ECS-Cluster, dort gibt es einen Sensor-Server. Sensor-API-Container, Sensor-Server-Container. Das heißt, wir haben für jeden Kunden verschiedene Container dort im Einsatz, welche letztendlich diese Queue auslesen. Das heißt, die Informationen aus dieser Queue landen letztendlich in dem Sensor-Server. Bei positiven Checkergebnissen, das heißt, alles ist in Ordnung, würde letztendlich nichts Großes passieren. Das würde einfach persistiert, diese Information. Das ist alles okay, dann wissen wir das, das können wir in einem Dashboard sehen. Genau, bei negativen Informationen, das heißt, es ist irgendwie was kritisch, es funktioniert etwas nicht, ein Wert ist außerhalb des erwarteten Bereiches, würde letztendlich ein Eskalationsprozess hier unten gestartet. Verstanden. Okay, das heißt, das ist der Flow, die Informationen werden bezogen, die gehen ins ECS, also eigentlich auf den Sensor-Server. Genau. Und dann können weitere Schritte folgen, um eine Eskalation zu betreiben, wie zum Beispiel E-Mails oder andere Operationen, vielleicht eine automatische Korrektur der Fehler, die aufgetreten sind. Das klingt sehr interessant. Sag mal, was hat es denn damit eigentlich auf sich, mit diesen beiden Elementen? Ja, es ist natürlich so, wenn man jetzt normale EC2-Instanzen hat, will man vielleicht auch wissen, ist das Filesystem voll oder läuft irgendein Prozess noch, läuft noch der SSH-Prozess oder läuft vielleicht noch der Virenscanner, was auch immer. Und dafür kann man letztendlich einen Sensor-Client installieren. Dieser Sensor-Client würde einfach seine Events auch an ein SNS-Topic schicken. Und dieses SNS-Topic ist dann auch wieder mit der Queue verbunden.
Das heißt, auch für die ganzen lokalen Prüfungen, die auf den Clients passieren, gibt es halt Events, die am Ende auch im Senso-Server landen. Damit haben wir jetzt erreicht, dass der Senso-Server eine globale Sicht halt hat, sowohl auf Plattformdienste von AWS als auch auf lokale Dienste, die auf EC2-Maschinen. Prima. Das sieht soweit sehr gut aus. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist das Thema Skalierbarkeit. Verantwortlichkeiten liegen auf Kundenseite, jedoch relativ gering gehalten. Und hier auf der Managementseite sehe ich viel mehr Verantwortlichkeiten. Was ist damit los? Genau, das war im Grunde auch ein Designprinzip. Wir wollten versuchen, den Kunden möglichst klein zu halten. Deswegen sehen wir relativ wenig Sachen bei dem Kunden und recht viele Komponenten auf der Management, auf der zentralen Seite. Letztendlich nutzen wir SNS, SQS, das skaliert beliebig. Bei den Lambda-Funktionen ist es so, dass wir nicht eine Lambda-Funktion haben, die alle Kunden gleichzeitig prüft, sondern die wird quasi pro Kunde gestartet. Bei den Checkern genauso. Da sind wir bisher noch nicht in das 5-Minuten-Limit gelaufen. Das wäre aber grundsätzlich kein Problem, das weiter zu modularisieren. Das heißt, wir können einfach sagen, RDS wird anders geprüft wie ELB in anderen Funktionen. Und dann könnte man das auch beliebig skalieren. ECS lässt sich auch super skalieren. Wir können beliebig viele Senso-Server-Prozesse starten in dem Cluster. Und die werden einfach die Nachrichten aus der SQS-Queue abarbeiten. Super interessant. Wenn du es zusammenfassen würdest, was ist die Kernaussage zu dieser Lösung? Was ist es, was ihr damit erreicht? Wir haben ein einfach skalierbares System geschaffen, wo wir uns ziemlich schnell mit wenig Aktionen auf Kundenseite einen Überblick über den Health-Zustand der Kundeninfrastruktur verschaffen können, die auch mit dynamischen Umgebungen klarkommt. Wir müssen also nicht, sobald eine RDS-Datenbank gestartet wird, erst wieder einen Check manuell eintragen. Das ist ein Autodiscovery. Wir kriegen Events mit, wir können die eskalieren. Wir haben eine flexible, erweiterbare Lösung dafür geschaffen. Also ihr habt eine Kontrollmöglichkeit geschaffen, Customer-Accounts zu überprüfen und dann entsprechend Fehler zu behandeln und zu bearbeiten. Genau. Und die Fehler können entweder von uns behandelt werden, indem wir selbst dafür verantwortlich sind, indem wir für den Kunden die Applikation betreiben. Oder der Kunde möchte vielleicht einfach nur aus dem Senso-Server die Events haben, vielleicht per Slack oder per E-Mail oder per andere Dienste. Philipp, vielen Dank dafür. Gern geschehen. Das war This is my Architecture.